Grüß euch, ich bin's der Peter vom Atelier Mörd. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Reisen mit einem Instrument, sprich es geht um den Artenschutz. Und das Ganze wird es in zwei Teile geben. Im ersten Teil prinzipiell einmal, worum geht es beim Artenschutz, nämlich um die bedrohten Tiere und Pflanzen. Dann geht es um diese Listen von dem Washingtoner Artenschutzabkommen, beziehungsweise um die Anhänge A, B und C. Dann geht es darum, ist es nur für Musiker interessant oder ist es auch interessant für Firmen, die Materialien einkaufen. Und im Weiteren geht es noch darum, welche Probleme kann es geben und welche Lösungen gibt es dafür. Und jetzt war das du dran, Tobias. Bitte! Hast du das, ich kann mir jetzt nicht erinnern, hast du das gesagt mit Reisebescheinigungen, den Punkt? Ja. Ich habe sicher gesagt, und wenn nicht, dann kommen sie drauf nachher. Zuerst noch ganz kurz was in eigener Sache. Ich habe euch ja im ersten Video gesagt, dass es bei uns keine Werbungen gibt, weil ich das einfach nicht mag. Jetzt hat aber YouTube die Spielregeln einseitig ein bisschen verändert und die dürfen tatsächlich seit kurzem auch vor irgendwelche Videos einfach eine Werbung schalten. Also kommt prinzipiell nicht von mir, aber ich kann leider auch nichts machen dagegen. Und ich habe mir dann überlegt, es gibt natürlich auch Werbungen, die ich schon befürworte. Also, nehmen wir jetzt einmal an, es gibt Leute, die ein schwaches Rückgrat haben oder wo gar keins vorhanden ist, wenn es dann zum Beispiel um so medizinische Hilfsmittel geht, dass das Rückgrat gestützt wird zur Genesung, zur Besinnung, ja, dann kann ich nur sagen, weil ich ein guter Mensch bin, sowas finde ich eigentlich gut. Ja. Wie komme ich jetzt da irgendwie auf den Gedanken, woher kommt eigentlich der Ausdruck die bucklige Verwandtschaft? Möglicherweise hängt es damit zusammen. Aber das war es jetzt in eigener Sache und jetzt gehen wir weiter in dem wirklichen Video. Einleitend kann ich natürlich jetzt da nur Bezug nehmen auf alles, was für Streicher relevant ist. Das heißt, ich kann nur, wenn es um Musikinstrumente, Geigenbratschen, Cello, Kontrabass geht, beziehungsweise die Bogen dazu geht, da kann ich was sagen, weil das ist das, was auch mich oder meine Kunden betrifft. Wenn heute einer Gitarren baut oder Holzblasinstrumente baut oder, da muss man sich erkundigen, da habe ich ehrlich gesagt auch zu wenig Ahnung. Ja? Welche Materialien die verwenden, beziehungsweise ob da was in die Listen drinnen ist. Ja? Da ist auch dann gescheit, wenn man an die richtigen Stellen nachfragt. Also auf gut Deutsch gesagt, gleich beim Schmied und nicht beim Schmiedel. Ja? Weil letztendlich steht der Musiker, auch wenn er eine falsche Information gekriegt hat, aus Unwissenheit auf einer Grenze und es wird ihm unter Umständen auch was beschlagnahmt. Das Washingtoner Artenschutzabkommen ist für nichts anderes zuständig, außer wenn Viecher oder Pflanzen vom Aussterben bedroht sind, dass man das rechtzeitig erkennt und auch schützt. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Arten, die mehr oder weniger bedroht sind oder schon ziemlich oder richtig oder wirklich oder unglaublich bedroht sind. Deswegen gibt es verschiedene Anhänge. Also, wenn was im Anhang A drinnen ist, dann heißt das nichts anderes wie, dass also ein Handel prinzipiell einmal nicht erlaubt ist, es sei denn, man holt sich eine Ausnahmegenehmigung vom Vermarktungsverbot. Sprich, wenn ich heute einen Bogen habe, der 1920 oder 1840 gebaut worden ist, wo zum Beispiel ein Schildpattfrosch drauf ist, und das ist ein Originalfrosch, dann kriege ich, wenn ich aussuche drum, eine Ausnahme von diesem Vermarktungsverbot. Das heißt, ich darf auch mit sowas reisen. Oder wenn es eben alte Öfenbein-Frösche sind, oder, da gibt es also schon Ausnahmen. Wenn es auch um diesen Artenschutz geht, wenn man da eine richtigen Informationen braucht, und das ist jetzt auch was, wo ich sozusagen keine Werbung mache, sondern ich bin begeistert von einem Herrn Martin Rose im Amt in Wien, der für den Artenschutz zuständig ist, der A. sehr kompetent ist und auch außerhalb seiner normalen Arbeitszeit hilfreich zur Seite steht und nur E-Mails schickt, um Sachen abzuklären. Danke in dieser Richtung. Mich freut es viel, dass auf gut Deutsch gesagt ein Beamter das wirklich ernst nimmt, was er macht. Ist nicht immer so. Ja? Und unten seht ihr jetzt auch noch eine E-Mail von einem eingeblendet, das heißt, wenn ihr Fragen habt, das ist der kann es euch gescheit beantworten. Oder wenn ihr eine Ausnahme von diesem Vermarktungsverbot bescheinigt braucht, die können das ausstellen. Dann habt ihr auch keinen Kopfweh. Ja? Betrifft dieser Artenschutz oder eine Reisebescheinigung, das betrifft einmal in erster Linie natürlich einen Musiker, der ein Instrument hat,
beziehungsweise einen Bogen hat, wenn er eine Konzerttournee oder sonst was hat oder zu einem Sommerkurs hinfliegt irgendwo, dann braucht er für sein Instrument beziehungsweise für seinen Bogen unter Umständen einen Nachweis, dass da keine Teile, Materialien oder was auch immer von bedrohten Tieren oder Pflanzen verwendet wurden. Und es geht aber auch um eine Firma. Das heißt, wenn eine Firma halt Materialien einkauft, weil sie es verarbeitet, jetzt nehmen wir als Beispiel für einen Buchholz, ja, dann brauchen sie Papiere dazu, dass das eine legale Ware ist und dass man es auch wirklich legal einführen darf. Also, jetzt nehmen wir als Beispiel, wenn es eine Firmen betrifft, das für einen Buchholz, das für einen Bogenbau verwendet wird. Und zwar, da ist die Bestimmung so, dass es prinzipiell also eine Bescheinigung, also eine CITES-Bescheinigung braucht, wenn man sowas einkauft. Ja. Allerdings betrifft es jetzt wirklich nur Firmen, die also einen Stamm einkaufen, Bretter einkaufen oder Rohstangen einkaufen. Sobald das für einen Buchholz bearbeitet oder fertig verarbeitet ist in Form von einer Bogenstange oder in Form von einem fertigen Bogen, beziehungsweise auch, wenn man jetzt daraus einen Seitenhalter oder sonst was macht, dann braucht der Musiker für das Material derzeit keine Bescheinigung. Das heißt, das darf man haben. Ja? Es ist natürlich so, dass im Laufe der Zeit immer wieder andere Arten bedroht werden durch halt zu große Entnahme aus der Natur. Das heißt, wenn das morgen oder übermorgen oder in 2 Jahren doch aufgenommen wird in die Artenschutzlisten, dann gibt es von Seiten des Staates das Angebot an Firmen, die jetzt zum Beispiel ein Materiallager haben von so und so viel Bogenstangen, dass sagen, sagt uns, wie viele Stangen ihr habt und wir legalisieren euch das sozusagen mit heutigem Tag. Das heißt, ihr habt dann in Wirklichkeit das Material offiziell. Ja? Und das kann sich natürlich jetzt immer wieder ändern. Das heißt, diese Treffen, wo sich die ganzen Staaten der EU treffen und über das Thema beratschlagen oder neue Sachen in die Listen aufnehmen, die finden halt so, keine Ahnung, alle paar Jahre statt. Das letzte war, glaube ich, 2019. Also, und dort werden dann eben Pflanzen oder Tiere, die inzwischen bedroht sind und noch nicht in der Liste sind, unter Umständen aufgenommen und dann gibt es immer so ein Angebot, das sollte man dann halt annehmen. Das macht Sinn, weil dann kann man es auch legal weiterverkaufen. Ja? Die Schwierigkeit, die jetzt zum Beispiel ein Geigenbauer oder Bogenbauer hat, wenn er jetzt eine Bescheinigung ausstellen soll für einen Musiker, ist, dass es viele verschiedene Namen für den ganz gleichen Baumstamm zum Beispiel gibt oder für diese Baumart gibt. Das ist zum Teil so unklar. Es gibt also Bezeichnungen in den Ursprungsländern, die Bezeichnungen wechseln unter Umständen schon am Transport. Ja? Die einheimischen indigenen Völker bezeichnen das Material wieder anders. In Europa hat es dann auch verschiedene Handelsnamen und das Erkennen, was wirklich ist jetzt nicht ganz immer leicht, beziehungsweise auch unmöglich. Es ist in Wirklichkeit ein bisschen wie bei den Menschen. Nicht? Man lernt wen kennen und dann denkt man sich, hey super, der Nächste sagt, um Gottes Willen, ja, oder das ist eine ganz tolle Frau. Ja, und weißt du, die Meinungen sind da unterschiedlich. Also gerade bei so kleinen Bauteilen, ich sage es jetzt einmal wie bei einer Kopfplatte, ist es halt wirklich nicht immer feststellbar, ist es zum Beispiel ein Mammut oder ist es ein Öfenbein. Das kommen wir aber später nochmal zurück in Teil 2, wenn es wirklich nur um die Materialien geht. Jetzt geht es um die generellen Sachen. Jetzt kommen wir zur Reisebescheinigung selber. Was macht dann Sinn, wie soll die ausschauen? Also, ich brauche halt eine Beschreibung von dem Bogen oder von dem Instrument und ich brauche eine aussagekräftigen Foto, dass das auch wirklich für einen Zöllner identifizierbar ist. Ja? Und Sinn macht es auch, wenn sowas natürlich zweisprachig ist, dass es zumindest auch auf Englisch ist, weil amerikanischer Zöllner wird kaum, es sei denn, er hat so deutsches Blut in sich, ja, wie es schon wer behauptet hat dort über dem Teich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie der geheißen hat, der wird Deutsch möglicherweise auch verstehen, andere verstehen es nicht. Das heißt, wenn das auf Englisch auch ist, tut man sich mit Sicherheit leichter. Wie gesagt, Foto, ja, und dass es klar ist, welches Instrument ist es. Und dann geht es darum, wann bescheinigt man was nicht. Mein Tipp, wenn ihr euch nicht sicher seid, bescheinigt es nicht, weil die Hoffnung, wenn das dann trotzdem beschlagnahmt wird, obwohl ihr das schon nach dem besten Wissen und Gewissen gemacht habt, kann passieren, dass sich der Musiker an euch schaden lässt, weil der sagt, na Moment einmal, du hast das bestätigt, ich fahre dort um mich,
Der Zöllner sagt, na, das ist anders und fort ist das Zeug. Ich habe einen Schaden und den regressiere ich, was verständlich ist. Ja? Wenn man sich sicher ist, was es für Material ist, dann kann man es natürlich bescheinigen. Jetzt ist es, wenn man so Sachen eben nicht sicher unterscheiden kann, im Zweifelsfall würde ich halt für einen Bogen keine Bescheinigung ausstellen. Oder auch, wenn auf einem Instrument Teile verarbeitet sind, die nicht eindeutig sind, dann würde ich halt die Empfehlung angeben, du mach die Reise mit einem anderen Bogen, ja, dann hast du keine Kopfweh. Generell muss man trotzdem dazu sagen, dass selbst wenn jetzt einer, der die Bescheinigung ausstellt, und der Musiker beide das wirklich gewissenhaft und ehrlich machen und das auch wirklich so ist, kann es noch immer passieren, dass ein Zöllner, weil er zum Beispiel einfach, ich weiß nicht, nehmen wir jetzt einmal den Fall an, der hat keinen gebratenen Speck zum Frühstück gekriegt, ist natürlich auch klar, dass das dann kein Veganer ist. Ja? Wenn der schlecht aufgelegt ist und einfach nur sagt, das glaub ich nicht, kann es trotzdem passieren, dass der Bogen beschlagnahmt wird. Und es ist halt wirklich auch schon passiert, dass ein ganzes Orchester dann 4,5 Stunden auf einer Grenze hängt, nur weil der was nicht glaubt, auch wenn es so ist. Ja? Das gibt es leider auch. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Thema, welche Probleme dass es ihn gibt, beziehungsweise was es gibt für Lösungen. Also ich zum Beispiel mache jetzt einen Bogen so, dass ich ihn in jedem Fall mit einem Perlmutt den Frosch montiere, wo ich keine Bedenken haben brauche. Dass ich kein Eidechsenleder aufgebe, keine Fischbeinwicklung, sondern halt eine normale Spaltleder und entweder Seidenwicklung oder Silberwicklung, je nachdem. Beziehungsweise ich mache die Kopfplatten halt aus Titan oder halt aus Silber oder halt aus Gold, weil da gibt es keine Hirnwichserei. Ob es Öfenbein ist oder ob es Mammut ist, ja, sobald die weiß ist und wahrscheinlich sogar wenn es ein Kunststoff ist, könnten die anfangen diskutieren. Also ich glaube, dass ein Musiker am besten fährt, wenn verschiedene Diskussionen einfach gar nicht aufkommen können. Im nächsten Video, also im Teil 2, geht es dann wirklich um die einzelnen Materialien. Da gibt es dann auch einige Foto- oder so Filmsequenzen eingeblendet, dass man eine Ahnung hat, was darf ich nicht, Finger weg, kann man machen. Das war's für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht, es geht ein bisschen Klarheit rein und ihr habt damit was anfangen können und würde mich freuen, wenn ihr euch den nächsten Teil anschaut. Macht schon einen Sinn, man erspart sich unter Umständen wirklich viel Kopfweh, weil mit einem Zöllner diskutieren anfangen ist nicht lustig. Und falls der eine oder die andere von euch schon mal so nette Diskussionen mit einem Zöllner gehabt haben, dort aber eure Zeit verplempert haben, ja, bei uns in die Kommentare könnt ihr euch darüber Luft machen und wir werden es auch beantworten. Viert euch! Sollen wir noch mal klatschen? Applaudieren tust du nachher, wenn ich fertig bin. Ja, ich kann sie schneiden, ich kann ja vorher auch klatschen. Schauen wir mal, was kommt. Du weißt ja nicht, ob ich schon ausrede. Da geht es im Wesentlichen um... Na. Und jetzt warst du da. Nicht da. Mein Gott, nein, ich bin blöd. Mein Scheiß auf den letzten Meter ins Knie reingeschossen. Ja, kann passieren. Das muss ich noch mehr machen, weil sonst kriege ich Popo-Klatsch und muss ohne Abendbrot zu Bett. Ja. Okay, Jetzt dann hab ich mache nicht ich, dann mach ich es einfach nochmal. Quäl mich ein bisschen. Quäl mich ruhig. Ja. Ja. Ja, ich weiß es Kleiner nicht. Tipp, wenn es um Kinderwunsch geht, geht's eine Viertelstunde spazieren. Bitte! Wir können kurz Pause machen, ich hör kurz ein und Nein, dann können wir ich mach's gleich noch weitermachen. einmal, dann kannst du das Beste einfach raussuchen. Alter, danke. Ja. Voll zart. Du, voll gern. Nein, du, Voll chillig. Nein, du merkst was Na, ich arg. blühe so richtig auf, wenn ich immer wiederholen darf. Ja? Stressig. Einmal kurz. Jetzt kriege ich sogar, erstens ist sein Pfoten im Bild gewesen jetzt. Ja, und du kriegst meinen frischen Atem um mich. Ja, frisch ist der tote Kotz gefressen irgendwo hinter einem Eck. Also Herr Mörd, Warte, jetzt bin ich wenn Sie da reden, dann wäre ich immer ganz müde. Jetzt kann ich nichts sagen. Jetzt fliegt gerade der Hubschrauber drüber. Scheiße, Krieg. Ich glaube eher, dass wieder irgendein Gesoffener wo reingefahren ist. Achso. Ruf einmal deine Brüder an. Ob es ihnen gut geht. Ja, sicher. Jetzt geht es in Wirklichkeit darum, Wenn du zu oft am Zettel schaust, nimm ihn da weg. Na, war ein Schmäh. jetzt muss ich kurz abschauen.
das ist okay, ich mache dann bei den Hopperles wieder so jetzt muss ich kurz abschauen, jetzt muss ich nochmal kurz abschauen, jetzt muss ich nochmal kurz abschauen, Compilation. Mhm. Wieder kurz anschauen. Es geht einfach um den Schutz der bedrohten Tiere und Pflanzen. Dann geht es in Wirklichkeit um was es da geht. Dann geht es um darum, ob es jetzt betrifft, so Materialien einkaufen. Dann geht es darum, wie schaut so eine Reisebescheinigung war das du drauf, Tobias? Ich bitte dich. Danke. Hast du inzwischen deppert geschaut? Das siehst nicht, weil ich ganz Gewicht. Was heißt, das siehst nicht? Ja, ich kann mir's 5 Zeilen hintereinander nicht merken. Was schreibt's dann also für auf? Ich hab das Gefühl, dass das Video wieder 20 Minuten Nein, wird. ich hab's angeschaut zuerst, das wird nur 10 Minuten lang.